Lasst uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, durch das Leiden deines Sohnes hast du den Tod vernichtet, der vom ersten Menschen auf alle Geschlechter übergangen ist. Nach dem Gesetz der Natur tragen wir das Abbild des ersten Adam an uns. Hilf uns durch deine Gnade, das Bild des neuen Adam in uns auszuprägen und Christus ähnlich zu werden, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. Siehe, mein Knecht wird Erfolg haben, er wird sich erheben und erhaben und sehr hoch sein. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch, seine Gestalt war nicht mehr die eines Menschen, so wird er viele Nationen entsöhnen, Könige schließen vor ihm ihren Mund. Denn was man ihnen noch nie erzählt hat, das sehen sie nun, was sie niemals hörten, das erfahren sie jetzt. Wer hat geglaubt, was wir gehört haben? Der Arm des Herrn. Wem wurde er offenbar? Vor seinen Augen wuchs er auf wie ein junger Spross, wie ein Wurzeltrieb aus trockenem Boden. Er hatte keine schöne und edle Gestalt, so dass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet, wir schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, wegen unserer Sünden vermalmt. Zu unserem Heil lag die Züchtigung auf ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe, jeder ging für sich seinen Weg. Doch der Herr ließ auf ihn treffen die Schuld von uns allen. Er wurde bedrängt und misshandelt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt, und wie ein Schaf vor seinen Scheren verstummt, so tat auch er seinen Mund nicht auf. Durch Haft und Gericht wurde er dahin gerafft, doch wen kümmerte sein Geschick? Er wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten und wegen der Vergehen meines Volkes zu Tode getroffen. Bei den Frevlern gab man ihm sein Grab und bei den Reichen seine Ruhestätte, obwohl er kein Unrecht getan hat und kein trügerisches Wort in seinem Mund war. Doch der Herr hat Gefallen an dem von Krankheit Zermalmten. Wenn du Gott sein Leben als Schuldopfer eingesetzt, wird er Nachkommen sehen und lange leben. Was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen.
Nachdem er vieles getrug, erblickt er das Licht. Er sättigt sich an Erkenntnis. Mein Knecht, der Gerechte, macht die vielen gerecht. Er lädt ihre Schuld auf sich. Deshalb gebe ich ihm Anteil unter den Großen und mit den Mächtigen teilt er die Beute, weil er sein Leben dem Tod preisgab und sich unter die Abtrünnigen rechnen ließ. Er hob die Sünden der vielen auf und trat für die Abtrünnigen ein. Wort des lebendigen Gottes. Danke sei Gott. ...389. Dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, o Herr, deiner Engel und himmlischen Heere, das erhebt meine Seele zu dir, o mein Gott, unser Königtum sei dir und Ehre. Herr, du kennst meinen Weg und du ebnest die Bahn und du führst mich den Weg durch die Wüste. Dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, o Herr, deiner Engel und himmlischen Heere. Das erhebt meine Seele zu dir, o mein Gott, unser Königtum sei dir und Ehre. Und du reichst mir das Brot und du reichst mir den Wein und bleibst selbst mein Begleiter. Dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, o Herr, deiner Engel und himmlischen Heere. Das erhebt meine Seele zu dir, o mein Gott, unser Königtum sei dir und Ehre. Und du sendest den Geist und du machst mich ganz neu und erfüllst mich mit deinem Frieden. Dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, o Herr, deiner Engel und himmlischen Heere. Das erhebt meine Seele zu dir, o mein Gott, unser Königtum sei dir und Ehre. Lesung aus dem Hebräerbrief. Schwestern und Brüder, da wir nun einen erhabenen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Wir haben ja nicht einen Hohepriester, der nicht mitfühlen könnte mit unseren Schwächen, sondern einen, der in allem wie wir versucht worden ist, aber nicht gesündigt hat. Lasst uns also voll Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Christus hat in den Tagen seines irdischen Lebens mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte, und er ist erhört worden aufgrund seiner Gottesfurcht. Obwohl er der Sohn war, hat er durch das, was er gelitten hat, den Gehorsam gelernt. Zur Vollendung gelangt ist er für alle, die ihm gehorchen,
der Urheber des ewigen Heils geworden. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. ...289 die erste und vierte Strophe. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. Jesus ging mit seinen Jüngern in Haus auf die andere Seite des Baches Kidron. Dort war ein Garten, in den ging er mit seinen Jüngern hinein. Auch Judas, der Verräter, der ihn auslieferte, kannte den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammengekommen war. Judas holte die Soldaten und die Gerichtsdiener der hohen Priester und der Pharisäer, und sie kamen dorthin mit Fackeln, Laternen und Waffen. Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging in Haus und fragte sie: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus von Nazareth. Er sagte zu ihnen: Ich bin es. Auch Judas, der Verräter, stand bei ihnen. Als er zu ihnen sagte: Ich bin es, wichen sie zurück und stürzten zu Boden. Er fragte sie noch einmal: Wen sucht ihr? Sie sagten: Jesus von Nazareth. Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr mich sucht, dann lasst diese gehen. Es sollte sich das Wort erfüllen, das er gesagt hatte: Ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Simon Petrus aber, der ein Schwert bei sich hatte, zog es, schlug nach dem Diener des hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Diener hieß Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus: Steckt das Schwert in die Scheide. Der Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich ihn nicht trinken? Die Soldaten, ihre Befehlshaber und die Gerichtsdiener der Juden nahmen Jesus fest, fesselten ihn und führten ihn zuerst zu Hannas. Er war nämlich der Schwiegervater der Kaiaphas.
der in jenem Jahr Hoherpriester war. Kaiaphas aber war es, der den Juden den Rat gegeben hatte. Es ist besser, dass ein einziger Mensch für das Volk stirbt. Wir singen das erste Lied, die erste Strophe von 815. 815. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwartet wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Dieser Jünger war mit den Hohenpriestern bekannt und ging mit Jesus in den Hof des hohenpriesterlichen Palastes. Petrus aber blieb draußen am Tor stehen. Da kam der andere Jünger, der Bekannte des Hohenpriesters, heraus. Er sprach mit der Pförtnerin und führte Petrus hinein. Da sagte die Pförtnerin zu Petrus: Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen? Er antwortete: Nein. Die Diener und die Knechte hatten sich ein Kohlenfeuer angezündet und standen dabei, um sich zu wärmen, denn es war kalt. Auch Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. Der Hohepriester befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe offen vor aller Welt gesprochen. Ich habe immer in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Nichts habe ich im Geheimen gesprochen. Warum fragst du mich? Frag doch die, die mich gehört haben, was ich zu ihnen gesagt habe. Sie wissen, was ich geredet habe. Auf diese Antwort hinschlug einer von den Knechten, der dabei stand, Jesus ins Gesicht und sagte: Redest du so mit dem Hohenpriester? Jesus entgegnete ihm: Wenn es nicht recht war, was ich gesagt habe, dann weise es nach. Wenn es aber recht war, warum schlägst du mich? Danach schickte ihn Hannas gefesselt zum Hohenpriester Kaiaphas. Simon Petrus aber stand am Feuer und wärmte sich. Sie sagten zu ihm: Bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Er leugnete und sagte: Nein. Einer von den Dienern des Hohenpriesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sagte: Habe ich dich nicht im Garten bei ihm gesehen? Wieder leugnete Petrus und gleich darauf krähte ein Hahn. Wir singen die zweite Strophe von 815. Die zweite Strophe von 815. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch rückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen
Jesus zum Präterium. Es war früh am Morgen. Sie selbst gingen nicht in das Gebäude hinein, um nicht unrein zu werden, sondern das Pascha-Lamm essen zu können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte: Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Sie antworteten ihm: Wenn er kein Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt ihr ihn doch und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden antworteten ihm: Uns ist es nicht gestattet, jemanden hinzurichten. So sollte sich das Wort Jesu erfüllen, mit dem er angedeutet hatte, auf welche Weise er sterben werde. Pilatus ging wieder in das Präterium hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus oder haben es dir andere über mich gesagt? Pilatus entgegnete: Bin ich denn ein Jude, denn dein eigenes Volk und die hohen Priester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Aber mein Königtum ist nicht von hier. Pilatus sagte zu ihm: Also bist du doch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Pilatus sagte zu ihm: Was ist Wahrheit? Nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen: Ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen. Ihr seid gewohnt, dass ich euch am Paschafest einen Gefangenen verlasse. Wollt ihr also, dass ich euch, den König der Juden, freilasse? Da schrien sie wieder: Nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Straßenräuber. Darauf ließ Pilatus Jesus geißeln. Die Soldaten pflugten einen Kranz aus Dornen, den setzten sie ihm auf und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Sie stellten sich vor ihn hin und sagten: Heil dir, König der Juden. Und sie schlugen ihm ins Gesicht. Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen: Seht, ich bringe ihn zu euch hinaus. Ihr sollt wissen, dass ich keinen Grund finde, ihn zu verurteilen. Jesus kam heraus, er trug die Dornenkrone und den purpurroten Mantel. Pilatus sagte zu ihnen: Seht, das ist der Mensch. Als die hohen Priester und ihre Diener ihn sahen, schrien sie: Ans Kreuz mit ihm, ans Kreuz mit ihm. Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn, denn ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen. Die Juden entgegneten ihm: Wir haben ein Gesetz und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er sich als Gottes Sohn ausgegeben hat. Als Pilatus das hörte, wurde er noch ängstlicher. Er ging wieder in das Präterium hinein und fragte Jesus: Woher stammst du?
Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm: Du sprichst nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizulassen und Macht, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Darum liegt größere Schuld bei dem, der mich dir ausgeliefert hat. Daraufhin wollte Pilatus ihn freilassen, aber die Juden schrien: Wenn du ihn freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Jeder, der sich als König ausgibt, lehnt sich gegen den Kaiser auf. Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus herausführen, und er setzte sich auf den Richterstuhl an dem Platz, der Lithostrotos auf Hebräisch Gabbatha heißt. Es war am Rusttag des Pascha-Festes, ungefähr um die 6. Stunde. Pilatus sagte zu den Juden: Das ist euer König. Sie aber schrien: Weg mit ihm, kreuzige ihn. Pilatus aber sagte zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen? Die Hohenpriester antworteten: Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt wurde. Die 3. Strophe von 850. Und reißt du uns den schweren Kelch, den bitteren, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so leben wir in dankbar ohne Zittern auf seiner ungeliebten Hand. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Sie übernahmen Jesus. Er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelhöhe, die auf Hebräisch Golgotha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm 2 andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte Jesus. Pilatus ließ auch ein Schild anfertigen und oben am Kreuz befestigen. Die Inschrift lautete: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Dieses Schild lasen viele Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. Die Inschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Die Hohenpriester der Juden sagten zu Pilatus: Schreib nicht, der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten Jesus ans Kreuz geschlagen hatten, nahmen sie seine Kleider und machten 4 Teile daraus, für jeden Soldaten einen. Sie nahmen auch sein Untergewand, das von oben her ganz durchgewebt und ohne Naht war. Sie sagten zueinander: Wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum lassen, wem es gehören soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen: Sie verteilten meine Kleider unter sich
und warfen das Los um mein Gewand. Dies führten die Soldaten aus. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter. Und von jeder Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Wir singen die 4. Strophe von 815. Willst du uns noch einmal Freude schenken an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz? Dann wollen wir des Vergangenen gedenken und dann gehört dir unser Leben ganz. Von guten Nächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jeden neuen Tag. Danach, als Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte: Mich dürstet. Ein Gefäß mit Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm mit Essig auf einen Hyssopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und gab seinen Geist auf. Weil Rusttag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten, baten die Juden Pilatus, man möge den Gekreuzigten die Beine zerschlagen und ihre Leichen dann abnehmen, denn dieser Sabbat war ein großer Feiertag. Also kamen die Soldaten und zerschlugen dem ersten die Beine, dann dem anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er Wahres berichtet, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte: Man soll an ihm kein Gebein zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt: Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Josef aus Arimathäa war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den Juden nur heimlich. Er bat Pilatus,
den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen, und Pilatus erlaubte es. Also kam er und nahm den Leichnam ab. Es kam auch Nikodemus, der früher einmal Jesus bei Nacht aufgesucht hatte. Er brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Sie nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden zusammen mit den wohlriechenden Salben, wie es beim jüdischen Begräbnis Sitte ist. An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten, und in dem Garten war ein neues Grab, in dem noch niemand bestattet worden war. Wegen des Rusttages der Juden und weil das Grab in der Nähe lag, setzten sie Jesus dort bei. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. 815, die 6. und 7. Strophe. Sich die Stille nun tief uns weitet, so lasst uns hören jenen vollen Klang der Welt, die sichtbar sich weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Für guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Liebe Schwester, liebe Brüder, die Karfreitagsliturgie feiern wir hier in St. Peter in Huisberden. Und eigentlich sieht es die Liturgie vor, dass am Karfreitag der Altar entblößt ist, der Tabernakel leer ist. Der Tabernakel wird am Donnerstagabend sozusagen das Allerheiligste, wird in einen Seitenaltar oder in die Sakristei getragen, um deutlich zu machen. Es sind diese 3 Tage, in denen Jesus hinausgegangen ist. Respekt, Achten vor seinem Leiden, die Erfahrung der Gottverlassenheit, die Jesus am Kreuz machte, die sich ihm sozusagen auf die Kirche überträgt. Wir haben in diesem Jahr darauf verzichtet, weil wir in einer Situation leben, wo viele Menschen sich auch von Gott verlassen fühlen. Das Leid, der Schmerz, die Sorgen, die Nöte, Ängste beherrschen die meisten Menschen. Und bei all diesen Ängsten fragen wir uns, wo ist dann Gott? Und wenn in diesen Wochen unsere Kirchen geschlossen sind, zumindest in dem Sinn, dass wir keine Gottesdienste feiern, dann vermissen viele von uns ganz sehnlichst die Nähe der Sakramente, die gemeinsame Feiern der Gottesdienste. Und ein Stück ist das so, als hätte Gott sich
zurückgezogen von uns Menschen, als würde er uns in diesem Leid alleine lassen. Und jeden Tag sehen wir Bilder, die uns massiv nahe gehen. Weltweit leiden Menschen. Da sterben Menschen vereinsamt, von allen verlassen, weil entsprechende medizinische Geräte fehlen. Weil niemand da ist, der sich um sie kümmert. Da wird das Leid in den Flüchtlingslagern himmelschreiend. Da gibt es genügend Beispiele, wo Menschen sich nur um sich selber kümmern oder Verzichte, die ihnen auferlegt sind, sich darüber jammern und klagen und nicht das Leid derer sehen, denen keiner hilft. Situationen, wo Menschen sich von Gott verlassen fühlen. Ja, das erleben wir alle ganz konkret. Aber der Karfreitag ist nicht das letzte Wort an die Menschen. Der Tabernakel bleibt nicht leer. Gott zieht nicht hinaus aus dieser Welt, auch wenn wir Menschen manchmal Meister darin sind, scheinbar Gott zu übersehen, Gott zu überhören, Gott zu ignorieren. Wie viel Leid tun wir Menschen Gott an, weil wir ihn einfach nicht beachten? Weil wir so ganz anders handeln, als wir es eigentlich sollten. Die Nacht des Karfreitags, liebe Schwestern und Brüder, sie hat damals stattgefunden, sie findet heute statt. Immer und immer wieder. In den Gesichtern von Millionen von Menschen. Aber das ist nicht die letzte Antwort, die Gott uns gibt. Weil der Karfreitag existierte und auch heute existiert, wurde der Ostersonntag möglich. Gott hat das alles mit sich machen lassen, um dem Menschen einen anderen Weg zu zeigen. Dass der Mensch nicht bestimmt ist, bei sich selbst zu bleiben, nicht im Leid zu bleiben, sondern dass der Mensch bestimmt ist für das Leben. Gott ist ein Gott des Lebens, für alle Zeiten, für alle Menschen, wo auch immer sie auf dieser Erde sind. Und da, wo der Mensch das begreift, wo er sein Leben mit Gott teilt, da erkennt er die eigentliche Wahrheit, die hinter uns und unserer Welt steht. Gott ist eben nicht vor dem Leid und dem Tod davongerannt. Er hat nicht uns sich selbst überlassen, sondern er hat ausgehalten, ausgeharrt. Und das tut er heute überall da, wo Menschen Leid, Schmerz, Not und Tod erfahren. Er sieht auch das viele Verborgene, das von niemandem wahrgenommen wird. Er sieht das, was in den Herzen der Menschen stattfindet, was uns prägt und oft lähmt, uns Angst macht. Sein Kreuz steht auch heute im Leben so vieler Menschen. Aber Jesus hat den Tod besiegt. Alles Leid dieser Welt erhält durch ihn eine Perspektive. Oder wenn man es anders ausdrückt, Gott lässt uns nicht im Tunnel der Dunkelheit stecken. Er ist immer das Licht am Ende des Tunnels. Das Licht, das uns entgegeneilt, unsere Dunkelheit vertreibt und uns hilft, neu zu leben, unseren Weg zu finden. Und so steht auch am Ende dieser Tage, dieser Wochen, die wir erleben, das Licht. Dass der das Leben mit Gott teilt, wer an ihn glaubt und ihn mit ganzem Herzen liebt, dass der die Zusage erhält, die Erfahrung machen wird,
Das Leben ist stärker als der Tod. Das Licht ist größer als die Dunkelheit. Mit ihm werden wir diese Zeit überstehen. Werden wir gestärkt im Miteinander. Dürfen wir neu in seinen Dienst treten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Lebens zu sein. Des Lichtes, der Hoffnung und der Zuversicht. Schwestern und Brüder, ich wünsche uns diese heilende Nähe Gottes. Ich wünsche uns etwas von dieser Erfahrung, seiner unendlichen Liebe zu jedem Einzelnen von uns. Ich wünsche uns, dass das Leben, das wir führen, das uns so wichtig ist, so kostbar ist, dass wir es immer wieder neu Gott hinhalten und das mit Gott teilen, damit sein Leben auch uns durchdringt, jeden Tag neu. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, in den großen Fürbitten am Karfreitag wenden wir uns an den lebendigen Gott. Der Tabernakel ist nicht gelehrt, sondern um deutlich zu machen, in dieser Zeit der Krise ist Gott bei uns. Er lässt uns nicht allein. Er ist mitten unter uns. Lasst uns beten, Brüder und Schwestern, für die heilige Kirche Gottes, dass unser Gott und Herr Frieden schenkt auf der ganzen Erde, sie ein- und behüte und unser Leben gewähre in Ruhe und Sicherheit zum Lob seines Namens. Beuget die Knie. Erhebet euch. Allmächtiger, lieber Gott, du hast in Christus allen Völkern deine Herrlichkeit geoffenbart. Behüte, was du in deinem Erbarmen geschaffen hast, damit deine Kirche auf der ganzen Erde im festen Glauben verharrt. Da bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. Amen. Lass uns auch beten für unseren Papst Franziskus, der mächtige Gott, der ihn zum Bischofsamt erwählt hat. Erhalte ihn in seiner Kirche und gib ihm Kraft, das heilige Volk Gottes zu leiten. Beuget die Knie. Erhebet euch. Allmächtiger, lieber Gott, du Hinter des Volkes, in deiner Weisheit hast du alles begründet. Höre auf unser Gebet und bewahre in deiner Güte unseren Papst Franziskus. Leite ihn durch ihn deine Kirche und gib, dass sie wachse im Glauben in der Liebe. Da bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lass uns beten für unseren Bischof Felix, alle Bischöfe, Priester, Diakon, für alle, die zum Dienst der Kirche gestellt sind und für das ganze Volk Gottes.
Allmächtiger, ewiger Gott, dein Geist heiligt den ganzen Leib der Kirche und leitet ihn. Erhöre unser Gebet für alle Stände deines Volkes und gib ihnen die Gnade, die in Treue zu dienen, darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns auch beten für unsere Katholiken. Unser Herr und Gott, öffne ihre Herzen für sein Wort. Er schenke ihnen der Taufe die Vergebung aller Sünden und nehme sie auf in sein Vaterhaus, damit sie das Leben finden in unserem Herrn Jesus Christus. Beuget die Knie. Erhebet euch. Allmächtiger, ewiger Gott, du schenkst deiner Kirche immer neue Fruchtbarkeit. Schenke allen, die sich auf die Taufe vorbereiten, Wachstum im Glauben und in der Erkenntnis. Führe sie zur Wiedergeburt aus dem Quell der Taufe und nimm sie an als deine Kinder. Da bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns beten für alle Brüder und Schwestern, die an Christus glauben, dass unser Herr und Gott sie leite auf dem Weg der Wahrheit und sie dann zusammenführe in der Einheit der heiligen Kirche. Beuget die Knie. Erhebet euch. Allmächtiger Gott, du allein kannst die Spaltung überwinden und die Einheit bewahren. Erbarme dich deiner Christenheit, die geheiligt ist durch die eine Taufe. Einige den wahren Glauben und schließe sie zusammen durch das Band der Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns auch beten für die Juden, zu denen Gott unser Herr zuerst gesprochen hat. Er bewahrt sie in der Treue zu seinem Bund und in der Liebe zu seinem Namen, damit sie das Ziel erreichen, zu dem sein Ratschluss sie führen will. Beuget die Knie. Erhebet euch. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast Abraham und seinen Kindern deine beiden Verheißungen gegeben. Erhöre das Gebet deiner Kirche für das Volk, das du als erstes zu deinem Eigentum erwählt hast. Gib, dass es zur Fülle der Erlösung gelangt, darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns auch beten für alle, die nicht an Christus glauben, dass der Heilige Geist sie erleuchte und sie auf den Weg des Heiles führe. Beuget die Knie. Erhebet euch. Allmächtiger, ewiger Gott, steh allen bei, die sich nicht zu Christus bekennen, damit sie mit redlichem Herzen für ihr Leben und die Wahrheit finden. Uns aber gib, dass wir das Geheimnis deines Lebens immer tiefer erfassen und in der geschwisterlichen Liebe wachsen, damit wir immer mehr zu glaubhaften Zeugen deiner Liebe werden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns auch beten für alle, die Gott nicht erkennen, dass sie mit seiner Hilfe ihrem Gewissen folgen und so zu Gott und Vater aller Menschen gelangen. Beuget die Knie.
Erhebet euch! Allmächtiger, ewiger Gott, du hast den Menschen geschaffen, dass er dich sucht und in dir Ruhe findet. Gib dich zu erkennen in dem Beweisen deines Erbarmens, in den Taten deiner Gläubigen, damit die Menschen trotz aller Hindernisse dich finden und als den wahren Gott und Vater bekennen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns beten für die Regierenden. Unser Herr Gott, lenke ihr Geist und ihr Herz nach seinem Willen, damit sie den wahren Frieden und die Freiheit zum Heil aller Völker. Beuget die Knie. Erhebet euch! Allmächtiger, ewiger Gott, in deiner Hand sind die Herzen der Menschen und das Recht der Völker. Schau gnädig auf jene, die uns regieren, damit auf der ganzen Welt Sicherheit und Frieden herrschen, Wohlfahrt aller Völker und Freiheit des Glaubens. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns auch beten für die Menschen, die in diesen Wochen schwer erkrankt sind, für alle, die in Angst leben und füreinander Sorge tragen, für alle, die sich in Medizin und in Pflege und kranke Menschen kümmern, für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmittel suchen und für alle, die Entscheidungen treffen müssen und im Einsatz sind für die Gesellschaft, aber auch für die vielen, die der Tod aus dem Leben gerissen hat. Beuget die Knie. Erhebet euch! Allmächtiger, ewiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke. Viele Generationen haben dich als mächtig erfahren, als Helfer in allen Nöten. Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind, und stärke in uns den Glauben, dass du alle Menschen in deinen guten Händen hältst, die Verstorbenen aber eben auch in deinem Reich, wo sie bei dir geborgen sind. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lass uns Gott, dem allmächtigen Vater, bitten für alle, die der Hilfe bedürfen. Erreinige die Welt von allem Irrtum, nehme die Krankheiten hinweg, vertreibe den Hunger, löse ungerechte Fesseln, gebe den Heimatlosen Sicherheit, den Kranken die Gesundheit und den Sterben das ewige Leben. Beuget die Knie. Erhebet euch! Allmächtiger, ewiger Gott, du Trost der Betrübten, du Kraft der Leiden, höre auf alle, in ihre Bedrängnis zu dir rufen, und lass in jeder Not deine Barmherzigkeit erfahren. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, das Kreuz, es steht mitten in dieser Welt, inmitten unseres Lebens. Und das ist nicht nur ein Zeichen für den Tod, es ist zuallererst ein Zeichen für das Leben. Dass Gott den Tod besiegt hat,
um uns das Leben zu schenken. Wenn in der Fastenzeit die Hungertücher hängen, die Kreuze verhüllt werden, um dann heute neu zu enthüllt werden, damit uns dieses Zeichen der Hoffnung des Lebens bewusster wird. In diesem Zeichen beginnen wir jedes Gebet, beginnt unser christliches Leben bei der Taufe. Es steht über uns, wenn wir diese Welt verlassen. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Im Kreuz ist Heil. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Siebenhundertsiebenundsechzig. Dich liebt, o Gott, mein Gott.
findet das Hochgebet nicht statt. Die Kommunion wird gereicht als Wegzehrung, als Stärkung für auf den Weg. Und wir brauchen diese Stärkung gerade in dieser besonderen Zeit. Wenn Sie diesen Gottesdienst verfolgen, dann fühlen Sie sich jetzt von Gottes Geist gestärkt, der zu Ihnen kommt, der in Kraft, Gesundheit, Zuversicht schenken möchte. Er ist der Arzt für Seele und Leib. Wenden wir uns immer wieder an ihn. Öffnen wir die eigenen Herzen, damit wir nicht gleichgültig, teilnahmslos dem werden, der uns alles Leben schenkt. Lassen wir ihn einziehen in unsere Herzen. 742. 742. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst, in Herrlichkeit. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst, in Herrlichkeit. Wir sind und bleiben Kinder Gottes. Und so dürfen wir miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, mächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zur Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, Ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Lasst uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, durch den Tod und die Auferstehung deines Sohnes
hast du uns das neue Leben geschenkt. Bewahre in uns, was deine Barmherzigkeit gewirkt hat, und gib uns durch den Empfang dieses Sakramentes die Kraft, dir treu zu dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Herr unser Gott, reicher Segen komme herab auf dein Volk, das den Tod deines Sohnes gefeiert hat und die Auferstehung erwartet. Schenke ihm Verzeihung und Trost, Wachstum im Glauben und die ewige Erlösung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.